Zwei Motoren, ein Mythos. Der Mercedes W124, gebaut um ewig zu leben. Aber was ist das bessere Herz für diesen Klassiker? Der treue Diesel oder der kultivierte Benziner? Heute finden wir heraus, welcher Motor zum Charakter des W124 am besten passt. Und warum die Antwort auf diese Frage gar nicht so einfach ist, wie viele denken. Bleib also dran, es wird interessant. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du dich für klassische Fahrzeuge interessierst, für Technik, Geschichte und alles, was echte Qualität ausmacht, dann bist du hier richtig. Heute geht es um die Frage, die schon seit Jahrzehnten diskutiert wird. W124, Diesel oder Benziner? Welcher ist der beste Antrieb für den vielleicht zuverlässigsten Mercedes aller Zeiten? Der eine schwört auf die unzerstörbare Laufkultur des Diesels, der andere auf die seidige Kraftentfaltung des Benziners. Aber was stimmt wirklich? Heute klären wir das mit Fakten, Geschichte und Erfahrung. Ich zeige dir nicht nur Zahlen, sondern auch das, was die beiden Motoren emotional ausmacht und warum sie völlig unterschiedliche Charakter haben. Denn am Ende zählt nicht nur, was auf dem Typenschild steht, sondern was der W124 im Alltag wirklich kann. Als der W124 1984 vorgestellt wurde, bot Mercedes eine beeindruckende Motorenpalette an, vom 200D mit 72 PS bis hin zum 500e mit 326 PS. Der Diesel im W124 ist kein Motor, der beeindrucken will. Er ist ein echtes Arbeitstier, der den Fahrer überzeugen will. OM601, OM602, OM603 und OM605 oder OM606. Das sind nicht nur Kürzel, das sind Legenden. Mechanisch robust, zuverlässig, gebaut für mehrere Millionen Kilometer und die Ewigkeit. Wenn man den Schlüssel dreht, hört man dieses ehrliche, rhythmische Nageln. Kein Sportwagensound, aber Klang, der sagt, ich laufe immer. Der Vierzylinder 200D mit 72 PS bzw. 75 PS ist kein Sprinter und kein Sportler. Aber er bringt dich zuverlässig ans Ziel, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Dabei zeigt er dir, wie sparsam man mit einem 124er fahren kann. Der 250D mit seinem Fünfzylinder ist eine perfekte Mitte. Er hat genug Kraft, um mitzuhalten und ist so standfest, dass er als Taxi die Welt erobert hat und bis heute noch oft so genutzt wird. Diese Motoren laufen in Afrika, Asien und Südamerika, oft mit Diesel, der von unseren Kraftstoffnormen sehr weit entfernt ist. Und trotzdem laufen dort diese Motoren bis heute störungsfrei. Der 300D mit dem reinen Sechszylinder ist hingegen deutlich stärker, was eine flotte Fahrweise ermöglicht und einen einmaligen Sound bietet. Für diesen Komfort muss man jedoch etwas höheren Kraftstoffverbrauch in Kauf nehmen. Das ändert aber nichts an seiner Robustheit, die er mit seinen kleineren Brüdern teilt. Der W124 Diesel ist also kein Fahrzeug für Ungeduldige. Er wurde für Menschen gebaut, die verstehen, dass Beständigkeit mehr zählt als Geschwindigkeit und Hektik. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Benziner, der nicht arbeitet, sondern gleitet. M102, M103, M104 und M111. Allesamt Motoren, die so geschmeidig laufen, dass man sie kaum hört. Ein M102 oder M103 startet nicht, er beginnt zu atmen, sanft, leise und doch voller Kraft. Der Unterschied zum Diesel ist wie zwischen Uhrwerk und Herzschlag. Während der Diesel arbeitet, gleitet der Benziner kraftvoll und vibrationsarm vor sich hin. Besonders die Sechszylinder, der 260e und der 300e, bieten eine beeindruckende Laufruhe und einen soliden Klang, der fast schon majestätisch wirkt.
Man spürt, es geht hier nicht um Arbeit, es geht hier um Stil. Aber wie es halt bei einem Benziner ist er im Vergleich zu einem Diesel deutlich durstiger. Für einen 300e ist es kein Problem, bei entsprechendem Fahrstil mehr als 13 Liter zu verbrauchen. Noch durstiger können die 8-Zylinder sein, der 400e, 500e und der E60 AMG. Der M119 entschädigt aber den Fahrer mit seinem sensationellen Motorsound und dem puren Fahrspaß. Jetzt mal aber nüchtern betrachtet, der Diesel ist wartungsfreundlicher, der Benziner benötigt hingegen regelmäßige Pflege und kann an der einen oder anderen Stelle einen ungeübten Hobbyschrauber überfordern. Das könnte sich unter Umständen auf die Wirtschaftlichkeitsrechnung negativ auswirken. Zuverlässig sind aber beide, das ist gar keine Frage. Das Beeindruckende ist, beide stammen aus einer Zeit, in der Mercedes überkonstruiert war. Keine Sparmaßnahmen, keine unnötigen Spielereien, das war Ingenieurskunst, die Jahrzehnte überdauert. Heute wissen wir erst, was das bedeutet. Diese Autos waren gebaut, um Generationen zu überstehen. Der Unterschied liegt also weniger im Geld, sondern im Stil. Heute sind beide Varianten Kult, aber auf unterschiedliche Weise. Der Diesel erzählt die Geschichte vom Alltag, von Arbeit, Zuverlässigkeit und von Autos, die mehr Kilometer gemacht haben, als man glauben will. Und der Benziner erzählt vom Sonntagmorgen, von Musik im Radio und von der Zeit, als Autofahren noch etwas Edles war. Der Wert? Der Wert steigt bei beiden, wenn der Zustand stimmt. Wer also den W124 täglich fährt, profitiert vom Diesel. Wer ihn nur am Wochenende bewegt, kann sich ohne Bedenken für einen Benziner entscheiden, um ihn jedes Mal beim Starten aufs Neue genießen. Also, Diesel oder Benziner? Der Diesel ist der ehrliche Arbeiter, der Benziner der kultivierte Gentleman. Wenn du täglich unterwegs bist, viel fährst, dann wirst du mit dem Diesel sehr zufrieden sein. Wenn du den W124 als Klassiker liebst und ihn nur für schöne Momente brauchst, dann ist vielleicht der Benziner deine Wahl. Aber egal ob Benziner oder Diesel, die beste Versicherung für die Zukunft ist die Pflege. Denn der Wagen macht nur dann Spaß, wenn er gut gepflegt ist und die Karosserie keine Schwächen zeigt. Ich habe dir deshalb unten in der Videobeschreibung geeignete Pflegeprodukte verlinkt. Denn echte Qualität bleibt nur dann ewig, wenn man sie auch bewahrt. Aber am Ende gewinnt keiner, denn egal welchen du fährst einen W124. Und das bedeutet Qualität, Charakter und ein Stück echter Mercedes-Geschichte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da, abonniere meinen Kanal, damit du weitere Videos nicht verpasst. Schreib mir auch in die Kommentare, bist du Team Diesel oder Team Benziner und warum? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.